grüße euch. Wie ihr sehen könnt, die neuen Reparaturbleche sind angekommen. Das heißt, wir können den alten Schweller ausbauen und die neuen Bleche anpassen und wieder einschweißen. Wir haben uns auch schon den Innenschweller gleich mit besorgt. Wir denken, der wird auch ziemlich durch sein. Wir wissen es jetzt noch nicht so genau, aber so wie der vorne aussieht, wird der innere auch nicht besser aussehen. Und damit wir uns ein bisschen besser rühren können, wenn wir das ganze Zeug rausschneiden, kommt als erstes die Beifahrertür raus. Die Beifahrertür ist draußen. Jetzt schleifen wir mal die Schweißpunkte frei vom Außenschweller, also hier oben und hier unten. Und dann schneiden wir mal das Stück raus, wo wir auf jeden Fall schon mal sehen, wo auf jeden Fall raus muss. Also hier ist ja auf jeden Fall alles durch. Und arbeiten uns dann langsam vor. Wir haben jetzt erst einmal nur in dem Bereich aufgemacht, weil wir einfach mal sehen wollten, was sich dahinter befindet. Wir werden uns dann jetzt langsam in beide Richtungen weiter fortarbeiten. Wir sind folgendermaßen vorgegangen. Wir haben unseren Schweißpunktbohrer genommen, die Schweißpunkte aufgebohrt. Dabei hat sich gezeigt, dass es echt sinnvoll ist, zuerst mit dem kleinen 2 mm Bohrer in die Mitte von den Schweißpunkten reinzubohren, dass man einfach mit diesem Schweißpunktaufbohrer nicht immer abrutscht. Also das war wirklich sehr hilfreich. Dann haben wir mit der Flex und der Druckluftsäge hier reingeschnitten bis zum Innenschweller. Die Druckluftsäge ist das sehr hilfreich, weil man einfach eine gerade Kante schneiden kann und nicht wie bei der Flex dann an manchen Stellen bzw. an der Schnittstelle tiefer reingeht. Was uns jetzt doch sehr überrascht hat, ist das, was zum Vorschein kam. Wir hatten eigentlich eher sowas wie das Reparaturblech erwartet. Jetzt befindet sich hier aber, ja, ich sage jetzt mal, noch ein Stehblech drin. Auch dieser sagenumwobene Schaum, der sich hier im T4-Tritt drin befindet, ist hier nicht mehr vorhanden. Wie gesagt, wir haben es noch nie gemacht, wir haben so ein Teil noch nie aufgemacht. Wir vermuten jetzt vielleicht, dass der Vorbesitzer da schon mal was dran repariert hat und eben die Innereien schon mal rausgekommen hat und das einfach als Trittverstärkung mit eingebaut hat.
Wissen wir nicht wirklich, könnt uns gerne in den Kommentaren was reinschreiben, wenn ihr da mehr zu wisst. Das ist einfach unsere Vermutung, wir wollen uns da mal weiter reinarbeiten. Aber als nächstes werden wir einfach hier mal weiter am Außenschweller arbeiten. Kurzes Update noch zu dem ominösen Blech von vorhin, diesem hier. Wir haben da ein Bild in die WhatsApp-Gruppe von der Bastelbus-Gemeinde gestellt, wo wir auch Mitglied dabei sind. Und wir haben auch prompt Antwort bekommen. Also, wir sind jetzt ein bisschen schlauer wieder. Dieses Blech ist auf der Beifahrerseite absolut normal. Das ist eben als Verstärkung mit eingebaut. Vielen Dank in den Hohen Norden für die schnelle Antwort. Danke dir. Die Kante hier vorne im Radlauf ist ja auch total zusammengegammelt. Darum hatten wir jetzt eigentlich zuerst vor, das ganze Stück hier rauszunehmen, wofür wir ja ein Reparaturblech haben. Deshalb ist hier oben auch schon angezeichnet. Aber uns wurde gesagt, dass es eigentlich sinnvoller ist, wenn man möglichst viel gutes Blech, Originalblech stehen lässt. Darum werden wir jetzt mal hier entlang schneiden, nur die gammelige Kante rausnehmen und da dann später versuchen, die neue Kante anzusetzen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass die Kante hier vorne mit Karosseriekleber hingeklebt ist, aber wie wir dann festgestellt haben, da waren doch Schweißpunkte drunter, man hat es nur unter diesem ganzen verrosteten Zeug nicht mehr gesehen. Also für alle von euch, wo es auch so ausschaut, nicht einfach wegreißen, ist nicht geklebt, sondern geschweißt. Wir machen jetzt erst einmal einen Cut mit dem Video für heute. Wie ihr seht, sind wir noch weit davon entfernt, einen neuen Schweller einzuschweißen. Wir waren sehr überrascht, wo wir aufgemacht haben, dass uns da doch noch einiges mehr an Baustellen erwartet. Wie ihr vorne seht, haufenweise Rost, den wir von außen gar nicht erkannt haben. Wir haben jetzt auch gesehen, dass die Vorbesitzer hier vorne auch schon mal ausgebessert haben, also schon mal ein Blech eingeschweißt haben. Da müssen wir uns jetzt erstmal Gedanken machen, was wir da alles rausschneiden. Wir müssen uns Bleche besorgen, die wir da einpassen können, und dann können wir da weitermachen. Von dem her ging es heute jetzt nur um Ausbau vom Seitenschweller oder Außenschweller besser gesagt und Teil vom Radlauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da, würden uns super drüber freuen, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.